Hallo und herzlich willkommen zurück. Im letzten Video haben wir gelernt, dass Bindmounts den Inhalt eines Image-Verzeichnisses überschreiben können. Wir hatten dann einen 403-Fehler, als wir einen leeren Ordner per Bindmount in unseren Nginx-Container gemountet haben. Heute schauen wir uns eine andere Möglichkeit für Datenmanagement an, Named Volumes. Am Ende dieses Videos werdet ihr wissen, wie man sie benutzt und konfiguriert. Grundsätzlich ist es bei Named Volumes folgendermaßen. Wir sagen Docker, was wir speichern wollen, indem wir dem Volume einen Namen geben. Docker kümmert sich darum, wo und wie es gespeichert wird. Der klassische Anwendungsfall für Named Volumes ist das Speichern von Datenbankdateien. Nehmen wir als Beispiel eine PostgreSQL-Datenbank. Ihre Daten liegen standardmäßig im Verzeichnis var-lib PostgreSQL Data im Container. Diese Daten sind kritisch und müssen jeden Container-Neustart überleben. Das heißt, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und erstelle mir den Ordner Datenbank. Und jetzt habe ich den Ordner Datenbank und im Ordner Datenbank erstelle ich eine Compose.yaml und ich muss jetzt hier meine Compose.yaml definieren. Das heißt, ich fange wieder mit den Services an. Mein Service nenne ich Database und zwar mit dem Image Postgres 17-Alpine. Dann brauche ich einen Containernamen. Ich nenne das Postgres DB. Dann brauche ich ein Environment bei Postgres. Das hatten wir beim letzten Mal noch nicht. So kann ich Umgebungsvariablen in der Compose.yaml festlegen. Das heißt, ich gebe hier ein Postgres Passwort ist gleich mein sicheres Passwort. Und ich brauche jetzt hier auch ein Volume. Volumes. Ein Bindmount würde so aussehen, dass ich hier jetzt den Ordner pg-data hätte und den würde ich binden an var-lib PostgreSQL und Data. Wenn ich jetzt das Ganze hier ausführe, also ich bewege mich in den Ordner Datenbank und starte mit sudo docker container ab-d mein Container. Bevor ich das mache, wie bereits erwähnt, sollte ich, wenn ich einen Bindmount erstelle, den Ordner auch tatsächlich vorher anlegen, weil es sonst zu Berechtigungsproblemen führen kann oder Fehler beim Erstellen des Ordners. Das heißt, ich erstelle jetzt hier pg-data und ich führe den Container aus. Und der Befehl heißt nicht docker container, sondern docker compose ab-d. Jetzt wird das Postgres-Image heruntergeladen. Das kann ein paar Sekunden dauern. Und jetzt sehe ich hier, der Ordner Datenbank pg-data ist leer. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, hier ist irgendwas falsch eingestellt. Was man aber auch machen kann, ist sich anzugucken, was sich im pg-data-Ordner befindet. Und hier sehe ich schon, wenn ich mich versuche, da rein zu bewegen, dass die Permission denied wurde. Das heißt, ich kann eingeben sudo ls pg-data und dann sehe ich, der Ordner pg-data ist nicht leer. Das heißt also, falls ihr hier mal so einen leeren Ordner seht, heißt es nicht, dass der Ordner wirklich leer ist, sondern dieser Ordner kann auch befüllt sein. Jetzt wollen wir uns hier aber nicht Bindmounts angucken, sondern das Named Volume. Das heißt, wir stoppen jetzt noch einmal den Container mit sudo docker compose down und der Container ist auch wieder entfernt. Und was ich jetzt mache, ist die compose.yaml zu bearbeiten. Bei Named Volumes schreibt man einfach den Namen hin, ohne Punkt und Slash. Außerdem, wenn ich ein Named Volume benutze, dann muss ich auf Ebene der Services auch die Volumes definieren. Also ich gebe hier einen neuen Block ein, der heißt Volumes. Und an dieser Stelle reicht ein leeres Objekt. Das heißt, ich schreibe hier einfach hin pg-data und das war's schon. Ich speichere die Datei ab und ich starte jetzt wieder den Container mit sudo docker compose ab-d. Der Container ist gestartet
Docker sieht jetzt, dass ein Volume namens pgdata benötigt wird. Da es noch nicht existiert, wird es von Docker erstellt. Und das können wir mit der Docker CLI überprüfen. Das heißt, wir geben ein Docker Volume ls und wir sehen hier den Volume Name Datenbank-pgdata. Also Docker hat dem Volume unseren Projektnamen vorangestellt, um Konflikte zu vermeiden. Aber wo liegt dieses Volume physisch auf unserer Festplatte? Auch das können wir herausfinden. Wir geben ein sudo docker volume inspect und dann den Namen des Volumes, also Datenbank-pgdata. Unter Mount Point sehen wir den exakten Pfad auf dem Host. Docker verwaltet diesen Ort. Wir müssen uns normalerweise nicht darum kümmern. Das Wichtigste ist, wenn wir den Container jetzt stoppen und entfernen, also sudo docker compose down und dann die Volumes erneut auflisten, dann sehen wir, das Volume ist noch da. Docker compose down entfernt standardmäßig keine named volumes. Das ist ein Sicherheitsfeature, um Datenverlust zu vermeiden. Wenn wir den Stack wieder starten, wird der neue Container an genau dasselbe, bereits existierende Volume angebunden und alle Daten sind auch sofort da. Das heißt, wenn ich das hier jetzt mache, sind meine Datenbankdaten nicht verloren. Wir wissen jetzt, dass Docker-Volumes woanders erstellt werden. Aber was ist, wenn wir die Kontrolle über den Speicherort auf dem Host brauchen? Man könnte denken, man muss sich zwischen Bind-Mounts und Named Volumes entscheiden. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir können auch bei einem Named Volume einen bestimmten Hostpfad verwenden. Das geschieht über Driver Options. Ich gehe jetzt in die Compose YAML mit unseren Webservern, weil das hier einfacher zu verstehen ist. Und ich erstelle hier ein Webserver 3 und beim Image möchte ich Nginx in der Version 1.29 benutzen mit anderen Ports. Ich nenne jetzt mein Volume Nginx Named Volume und binde hier wieder aus diesem Container user-share Nginx HTML rein. Jetzt muss ich das Volume auch an dieser Stelle definieren, weil, also ich kann euch auch mal zeigen, ich speichere das mal ab und gehe in den Ordner Webserver. Und jetzt im Webserver, sobald ich ausführe sudo docker compose up-d, bekomme ich einen Fehler, dass ein Volume nicht definiert ist. Das heißt, ich muss jetzt hier an dieser Stelle das Volume auch wirklich definieren. Ich erstelle den Block Volumes und gebe ein das Volume Nginx named Volume. Das würde ja schon reichen, aber wir wollten ja den Ort ändern. Zunächst einmal sagen wir Docker, welchen Treiber es verwenden soll. Und zwar möchte ich hier den Standardtreiber verwenden für das lokale Dateisystem. Also ich gebe hier einen Driver Local und dann kommen die speziellen Anweisungen über die Driver Options, also Driver-Opts. Und hier kann ich dann einzelne Dinge festlegen. Hier gebe ich ein Type None und O ist Bind. Das ist die technische Art zu sagen, behandle dieses Volume wie ein Bind-Mount. Und unter Device kann ich den absoluten Pfad festlegen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Also in meinem Fall möchte ich Home, Deployen, Webserver und dann sage ich hier Nginx-Data. Und das Ganze speichere ich ab. Was ich jetzt an dieser Stelle machen sollte, ist diesen Ordner hier anzulegen. Also ich lege hier im Webserver den Ordner Nginx-Data an. Und was man auch prüfen sollte, bevor man das Ganze startet, ist, ich befinde mich hier jetzt im Ordner Webserver und wenn ich ls-l eingebe, dann sehe ich, dass der Ersteller von Nginx-Data der Benutzer deployen ist. Und ich auch die Berechtigung habe, da was reinzuschreiben, das zu lesen. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann sollte man die richtigen Berechtigungen vergeben. Das heißt, ich müsste dann sudo change owner eingeben, also Sean, und dann deployen, deployen und dann den Ordner, den ich verändern möchte.
also in diesem Fall den Nginx Data Ordner. An dieser Stelle hat sich nichts verändert. Jetzt, wo ich den Ordner erstellt habe und die richtigen Berechtigungen habe, kann ich den Stack hier starten. Ich gebe ein sudo docker compose up-d. Der Container läuft und wir schauen uns zwei Dinge an. Wir gucken uns einmal hier den Nginx-Data-Ordner an. Obwohl wir den Ort vorgeben, hat Docker die Initialdaten immer noch hineinkopiert. Wenn ich jetzt eingebe sudo docker volume ls, dann sehe ich jetzt hier, ich habe den Webserver -nginx-named volume. Das heißt, ich kann den auch docker volume inspect Webserver nginx named volume. Ich sehe jetzt hier im Device meinen absoluten Pfad, wo sich dieses Docker Volume befindet. Besonders wichtig wird diese Möglichkeit auch dann, wenn man ein externes Volume integrieren möchte. Das heißt also, wenn das Ganze hier die Datei nicht auf diesem Server speichern soll, sondern zum Beispiel auf meinem NAS in einen Ordner speichern soll, dann kann ich hier auch andere Driver Options definieren. Also dann würde ich zum Beispiel statt type none könnte man hier eingeben type nfs und statt bind müsste man dann hier eingeben, wie man das Ganze verbindet. Also mit Address ist gleich 192.168.178.100, dann nolog soft read-write und dann bei Device müsste man halt hier auch angeben Doppelpunkt / Pfad auf dem NAS. Natürlich müsstet ihr vorher sicherstellen, dass ihr über NFS oder CIFS eine Verbindung mit eurem NAS herstellt und es von eurem NAS erlaubt ist. Dann könnt ihr auch die Daten in diesem NAS ablegen. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr einen Server habt, der schnell ist und auf eurem NAS vielleicht viel Speicherplatz vorhanden ist und ihr so die Daten dort ablegen könnt. Der große Unterschied zwischen einem Bind-Mount und einem Named Volume ist aber die Initialisierung. Der andere Ordner, den wir hier eingebunden haben, hat sich direkt über die Dateien in Nginx HTML gelegt und das hat uns hier diese Fehlermeldung hervorgebracht. Im Gegensatz dazu sehe ich hier, obwohl ich einen leeren Ordner als Named Volume verbunden habe, wurden diese Dateien hier hineinkopiert. Und ich sehe deshalb auch die Standarddatei, die hier vorhanden ist. Wenn ich hier ein zweites Ausrufezeichen hinzufüge, merke ich, dass ich da nichts reinschreiben darf. Und das ist auch okay so. Wenn ich in den Nginx Data Ordner wechsle, sehe ich die index.html und ich sehe, die Datei wurde erstellt vom Benutzer root und die ist nicht mehr von deployen erstellt. Das heißt, deshalb habe ich auch keinen Zugriff darauf. Ich habe hier nur noch die Leserechte, also hier read. Das heißt, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, die Indexdatei zu ändern, sodass sie nicht mehr root gehört, sondern deployen. Oder die andere Möglichkeit ist, ich bewege mich in meinen Container, um aus dem Container heraus die index.html zu ändern. Oder ich melde mich als Root-Benutzer an und bearbeite die Dateien. Das alles hat unterschiedliche Auswirkungen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Jedenfalls sollte man das wissen, dass man die Datei nicht ohne weiteres bearbeiten kann. Manchmal wollt ihr alles komplett zurücksetzen, inklusive der Volumes. Welchen Befehl müsst ihr verwenden, um mit Docker Compose Down auch die zugehörigen Named Volumes zu löschen? Ein kleiner Tipp, --help ist auch hier hilfreich. Das heißt, ich kann eingeben sudo docker compose down --help und ich sehe hier, was für Möglichkeiten ich habe. Und jetzt sehe ich hier sudo docker compose down -v löscht auch die Named Volumes, die in dieser Datei deklariert sind. Natürlich ist das jetzt hier ein Problem. Ich mache die Änderung mal rückgängig. Jetzt führe ich das nochmal aus. Sudo docker compose down -v. Und jetzt sehe ich auch, das Volume wurde removed. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe sudo docker volume ls, dann sehe ich, es ist nur noch die Datenbank pgdata vorhanden
als wirkliches Volume. Heute habt ihr den fundamentalen Unterschied zwischen Bind Mounts und Named Volumes kennengelernt. Außerdem haben wir uns angeguckt, wie wir Named Volumes an einem anderen Ort speichern können. Bisher haben wir fertige Images wie Nginx oder PostgreSQL verwendet. Aber was, wenn wir unsere eigene Anwendung verpacken wollen? Genau das machen wir im nächsten Video. Wir schreiben unser erstes Docker-File und bauen unser eigenes Image. Abonniere gerne den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Bei Fragen und Feedback könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. One command and I'm alive. Contain